Meine Tochter liebt Lichterketten und ihr Geburtstag ist am Donnerstag. Jetzt habe ich die Zutaten, jetzt muss ich loslegen. Heute ist Sonntag, es gibt nur eine Möglichkeit, dass es rechtzeitig zur Post gebracht wird. Das ist in 3 Stunden. Das wird ein erster Versuch mit Lichter in einer Karte. Und ich habe mir so ein bisschen Kupferband gekauft, selbstklebende. Und dann kleine Knopfbatterien und dann diese Lichter, da war ich gespannt. Da kommen sie in so eine Plastikhülle, das sind 50 Stück hier. Und als Hilfsmittel habe ich sofort eine Brille geholt. Und dann kann man wirklich besser alles sehen. Und dann meine Kleinstwerkzeug, auch ein Nähnadel. War mir nützlich, um einen ersten Kreis zu bauen. Da habe ich meinen Kreis mit Lichtli. Das Lichtpunkt habe ich dann letztendlich, habe es mit vielen Mitteln probiert, aber einfach ein Stück Tesafilm oben drauf hat es geschafft. Jetzt habe ich meine Knopfzelle und Lichtlein. Super, oder? Und so hell. Und meine Idee ist eine Karte mit schönen bunten Lichter. Und um die Lichter bunt zu machen, habe ich ein Stück, ein Wattekreis, wie heißen die Dinge dann? Und habe sie mit Farbe besprüht. Mit Distressfarbe eigentlich, dass es nicht pampig wird. Das ist keine Acrylfarbe, nur Tinte. Und so. Wenn das auf mein Licht kommt, kommt Licht, das sieht man in diese Lichter nicht, aber das leuchtet durch, da, ja, seht ihr das? Doch. Weil das mir alles neu und kompliziert ist, habe ich diesmal eine richtige Skizze gemacht mit meinem mehrfarbigen Stift, das ist ja klasse, oder? Das hat der Weihnachtsmann mitgebracht. Da kann man mit einem Stift die unterschiedlichsten Farben dann malen. Und ich habe meinen Plan gemacht. Orange für Kupferband. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Knopfzelle, Lichter, die dann durchkommen werden. Und dann eine Schiebe wird den Kontakt herstellen, dass hier die Lichter dann leuchten. There's always space for more fairy lights. True, false. Und hier wird es gezeigt. Also schieben, true, dann leuchten die Lichter. Das ist die Idee. Mal schauen, ob ich das schaffe. So benutze ich mein Cardfront als Schablone und markiere Lichterkette und Fenster auf eine Scheibe Moosgummi. Und hier, nur dass ich weiß, wo es aufhört. Und diese Schiebe muss hier reinpassen. Aber jetzt brauchen wir eine größere Streife für unsere Schiebeteil aus dem Moosgummi ungefähr. Und größere Löcher eigentlich für die Lichter im Schaumstoff, weil ich will, dass mein Farbteile, die hier, da in diesem Schaumstoff sitzen. Und dann schneide ich das alles aus. Auf der Faltkarte muss man alles markieren, um den Stromkreis zu bauen. Und auch vielleicht sollen wir das hier markieren. Die Idee ist, dass meine Knopfzelle hier irgendwo sitzt, vielleicht ein bisschen höher. Für die Knopfzelle brauche ich auch ein Loch im Moosgummi. Das muss so ungefähr hier sein.
Nachdem ich das herausgeschnitten habe, kann ich das Loch auch auf mein Schaltplan hier, mein Stromkreisplan. Passt nicht so genau. Da muss ich das hier ein bisschen verbessern. Aber mein Knopfzellloch kann ich schon einkreisen. Und jetzt geht's los mit dem Kupferband. Das ist meine allererste Mal, dass ich einen richtigen Stromkreis gebaut habe, außer meinem Übungsstück vorhin. Und deswegen gibt es viel bessere Beispiele auf dem Internet, das man anschauen kann, um zu sehen, wie man das machen sollte. Man kann es bestimmt besser als ich. Allerdings, was ich nicht gefunden habe im Internet, ist meine Idee, dass man die Dinge handhaben kann mit Tesafilm. Das macht alles so viel leichter. Und dann ein letzter. Da ist einer versucht zu entkommen. Ups. Jetzt nehme ich mein Pickup-Ding. Jetzt auf der lichten Seite kleben. So. Ups. Nicht ganz geklebt. Da an die metallenen Teile finden. Und jetzt, ich nehme an, dass mein Glühbirne da ist. Hey, komm. Licht brauchen wir. Was ist denn? Schauen wir mal, ob es woanders funktioniert. Doch. Aber vielleicht sind sie doch zu eng hier. Das mache ich ein bisschen auseinander. So. Den hier bewahre ich für einen anderen Fall. Aber jetzt habe ich noch eine. Kommt Lichtli jetzt. Ja. Yeah. Na, die sind offensichtlich ein bisschen unterschiedlich. So. Machen wir richtig fest. Dass nichts verschieben kann.
Noch ein Stück hier, weil ich nur ein... Ja, hat geblinkt. Das darf nicht blinken. So, sieht gut aus. Alles Licht. Und jetzt machen wir das wieder auf und bauen den nächsten Teil drauf. Da wollen wir das abschneiden. Und auch auf der anderen Seite. Und jetzt, es hängt ein bisschen hier. Werden wir sehen, wie wir das lösen. Hätte ich das Licht ein bisschen höher machen sollen. So, jetzt ist Moosgummi draufgeklebt und ich habe das hier vorbereitet. Ich habe ein extra Stück Kupfer hier drauf getan, weil ich habe meinen Kleber dann irgendwie verloren unten. Hier abgedeckt, seht ihr das, mit Tesafilm, dass falls mein Schiebeteil drauf kommt, dann gibt es keine Verwirrung. Und okay, 2 mm ist nicht ganz tief genug, um das komplett glatt zu machen, aber das funktioniert. Also bisher, schauen wir mal. So, ich denke, um sicher zu gehen, dass überhaupt ein Kontakt zustande kommt, brauchen wir ein bisschen Druck. Und so mache ich das mit ein Stückchen Moosgummi und dann mein Kupfer drauf. Der Moosgummi habe ich dann länger gemacht, letztendlich, weil dieses Modell ist dann immer hängen geblieben. Und passt. Ein Stück Schnur, um die Kette zu deuten und voilà. Tschüss, bis zum nächsten Mal mit Bastelwahl.